Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bauen wir wieder eine Form. Es wird diesmal eine zweiteilige Abformung einer Hand. Diesem Prachtstück hier. Im Normalfall würde man ja in unserer Branche gerne Sachen weich ausgießen. Also dass wir praktisch eine Hand abformen und bauen uns die in Silikon nach. Und dann würde man dementsprechend eine harte Form wählen, damit man da ein weiches Material reingießt. Wir haben hier aber folgende Prämisse. Ich baue die Hand für eine Künstlerin, für die baue ich schon seit Jahren die Form. Und die repliziert alles aus einem harten Material. Das heißt, wir bauen eine weiche Form. Das heißt, wir bauen heute wieder eine Silikonform. Es ist eine zweiteilige Silikonform mit einer Gipsschale. Und das machen wir jetzt. Ich zeige es euch im Detail. Dann lasst uns reinstarten und wir gucken es uns an. Zuerst müssen wir mal rausfinden, was wir wie bauen wollen. Das hat mit den Unterzügen zu tun. Wir haben jetzt hier das Glück, dass wir eine Silikonform bauen. Deswegen, wir können es uns hier ein bisschen einfacher machen. So, ist sie noch drin? Ja. Wir haben hier den Daumen. Der ist immer ein Problem. Wenn man eine harte Form bauen würde, würde man hier einen extra Formbauteil machen. Dadurch, dass die Form weich ist, können wir uns die Unterzüge der Hand mit dem Silikon ausgleichen. Das zeige ich euch im Detail. Aber wir beginnen jetzt damit, dass wir uns unsere Linie ziehen, wo wir die Form trennen wollen. Hier auf der Seite ist es total simpel. Hier gehen wir an den High Points lang. Geht dann hier rüber. Hier oben, das ist auch noch einfach. Und hier wird es jetzt kompliziert. Genau, wir gehen hier in der Mitte rein. Hier außen gehen wir rein. So. Und ziehen uns das hier rüber. Und laufen hier auf der Mitte. Das ist nicht das Schönste. Schöner ist natürlich, wenn man nicht über den Fingernagel gehen würde, aber die Form lässt es jetzt nicht anders zu. Und das wäre unsere Trennlinie. Das heißt, wir haben eine Schale, die das hier abdeckt, wo der Finger zum Teil drin ist. Die ist hier sehr schräg, wenn man das so sehen kann. Die wird hier sehr schräg gebaut. Und wichtig ist, dass wir die Gipsschale abmachen können. Aber die Gipsschale können wir uns auch in 4 Teile trennen. Die müssen wir nicht so trennen wie die Silikonhaut. Und von hier oben, wenn dann hier das so lang läuft, ist sie entweder sehr schräg oder wir müssen uns hier einfach das Silikon so weit aufbauen, um den Unterzug, den wir hier kriegen an der Stelle und an der Stelle ausgleichen. So, ich bette das Ganze jetzt in Ton ein. Da ist es auch immer schön... Wir sehen ihn sehr gut. Sollte man natürlich einen weichen Ton benutzen, mit dem man da gut rankommt. Und ihr müsst aufpassen. Wenn ihr euch dieses Ding hier aus Ton modelliert habt, könnt ihr es nicht einfach in Ton einbetten und hoffen, dass ihr danach die Trennkante wieder gut rauskriegt, sondern es verklebt sich. Dann müsstet ihr den entweder gut durchtrocknen lassen und mit einem Trennspray, beziehungsweise am besten ist mit einem Lack versiegeln und danach ein Trennspray nehmen. Oder wenn ihr sagt, nee, es muss weich bleiben, wir haben keine Zeit, das trocknen zu lassen, außerdem schrumpft es dann auch Klarlack drüber, mehrere Schichten von allen Seiten und am besten dann pudern. Und dann kann man natürlich auch nochmal einen Kleenex hier drunter legen, dass das alles geschützt ist, wenn es hier im Ton drin liegt. Also da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Hier haben wir die gute Situation, dass das hier ein anderes Material ist, das heißt, das kann ich einbetten. Das Material ist hart, das heißt, ich kann da auch mit einem Tool rankommen, ohne es kaputt zu machen. Das heißt, das hier ist ein easy way. Das machen wir jetzt. Und ich zeige euch gleich, wie ich es einbette. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Im Normalfall würde ich hier ein imprägniertes Holz nehmen, was oben einfach eine Schicht hat, wie so ein Brett, was ihr aus Kücheneinlageboden habt oder sowas. Da ich hier ein offenes Holz habe, habe ich es mir in Frischhaltefolie eingepackt, damit damit die Feuchtigkeit des Tons nicht ins Holz zieht. Außerdem geht es so schneller sauber zu machen. Und man hat nicht so viel Waste. Aber dafür hat man natürlich Plastikmüll geschaffen, ist auch nicht gut. Also am besten, man hat ein Holz, was eh schon versiegelt ist. So, auch hier gibt es 1000 mögliche Techniken. Keine davon ist falsch, keiner davon ist richtig. Wichtig ist beim Formbau das Ergebnis. So, wir richten uns die Hand jetzt erstmal mit ein bisschen Ton aus, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Machen wir uns 2 Dots hier hin, legen die rauf und drücken es uns fest. Wie gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass der Ton hier irgendwas kaputt macht. Wir gehen hier ein bisschen nach hinten, weil hier passiert nichts, da kommt keine Form hin und hier wollen wir noch eine Auflagefläche haben, weil wir müssen Silikon und die Gipsschale unterbringen. Deswegen braucht ihr genug Platz auf dem Board. So, das hier wäre schön.
Jetzt gibt es ganz viele Möglichkeiten. Je nachdem, wie viel Material ihr zur Verfügung habt, um es einzubetten, könnt ihr euch hier Hölzer hinsetzen. Meine wären mir hier zu hoch, weil ich dann zu dicht an der Linie dran wäre. Aber natürlich kann man das machen. Man kann hier hinten sich ein Holz hinsetzen und muss weniger Ton aufbauen. Ich kenne Leute, die rollen sich den Ton aus und setzen hier ein flaches Stück ran. Ich persönlich arbeite mich lieber ringsrum vor. Auch ich lege mir da ab und zu was rein. Wären dann hier aber etwas dünnere Materialien. Sowas. Damit würde ich es mir einkeilen. Und hier vorne haben wir genug Platz, da können wir die nehmen. Ja, der passt nicht. Das ist jetzt natürlich schlecht. So. Das hier ist mein Grundsetup. So hätte ich es mir vorbereitet. Und jetzt gehe ich einfach mit Ton hin und drücke es mir hier ran. Wie gesagt, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich die Modellage kaputt mache. Das ist total gut. Das ist ein Problem, was man natürlich hat, wenn das Ding hier aus einer Plastiline modelliert wäre. Dann muss man wesentlich vorsichtiger arbeiten. Aber da ich ein bisschen cool aussehen wollte, während ich das hier mache, habe ich mir natürlich jetzt auch was Einfacheres gesucht. Ne? Aber wir können irgendwann mal nochmal eine kompliziertere Geschichte machen. Wie gesagt, hier soll es eh mehr Formbau geben. Hier, wenn euch die Hölzer erstmal im Weg sind, nehmt sie nochmal raus. Ne? Das ist alles nicht eingeklebt. Ist auch gut so. Und dann machen wir von unten erstmal die Finger zu, wo wir rankommen. Und dann kann das wieder hin. Hat jetzt hier auch den Vorteil, dass wir uns praktisch mit dem Ton die ganzen Hölzer erstmal fixieren. So, das hier ist eine Wildcard. Da weiß ich noch nicht, wo ich hin will. Deswegen, ich mache mir jetzt hier kein Holz hin, sondern ich baue das alles mit Ton auf, um möglichst flexibel zu sein, je nachdem, wo wir gleich hinkommen. Baut es nicht zu knapp. Es ist besser bei sowas, dass die Form ein bisschen größer ist, dass ihr genug Platz habt, um alles unterzubringen. Da kommt Kies rein, da kommt Silikon rauf, da ist eine Gipsschale, die muss verschraubt werden, die muss irgendwie zusammengeklemmt werden. Das sind alles so Punkte, die muss man im eigentlichen Sinne vorher wissen, bevor man die Form anfängt. Und wie schließe ich sie? Wenn wir die Schale aus Gipsbinden machen, dann kann ich aber eine Schraube reinmachen, da brauche ich nicht viel Platz für. Wenn ich die hier aber aus dem harten Gips mache, und das ist heute der Plan, weil Gipsbinden habe ich letztes Mal gezeigt, dann will ich da eine Schraubzwinge ranmachen oder einen Gurt. Schraubzwinger haben eine andere Auflagefläche als ein Gurt. Das heißt, ich muss wissen, was möchte ich haben nachher. Es ist immer schwierig, wenn man danach dasteht und sich überlegt, ja, wie kriege ich es eigentlich zu? Das funktioniert nicht. Also funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Grad. Aber besser ist es natürlich, man weiß im Vorfeld, wo will ich hin. Weil man dann einfach besser bauen kann. Man weiß, ich muss hier die Gipskante oben und unten so gerade machen, dass eine Schraubzwinge raufpasst. Und im Gegensatz dazu will ich einen Gurt drauf machen, weiß ich baue das ganze Ding rund, damit mir die Ecken nicht wegbrechen. Und dann passieren ja sowieso immer noch Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ich habe neulich eine Form gebaut und dachte, ja, alles super, ist total easy, zweiteilig. Und habe irgendwie übersehen, dass das Kinn oder der Kieferknochen so ausgeprägt war, dass der mir einen Unterzug gemacht hat. Und dann stand ich nachher da. Musste ich die Silikonschicht einfach wesentlich dicker machen, als ich es wollte. Also es passieren immer genug Fehler. Auch wenn man glaubt, man kann es und man hat es schon 100-mal gemacht, kommt doch wieder irgendwas, wo man feststellt, das habe ich übersehen, weil man natürlich auch 1000 Sachen gleichzeitig macht. Wenn man hier Angebote schreibt und mit Produktionen sich bespricht und nebenbei die Form baut, dann passiert sowas. Wenn man irgendwo den Luxus hat, reingeholt zu werden für einen Formbau, dann kann man sich natürlich den ganzen Tag darauf konzentrieren und das wunderschön durchdenken und hat alle Zeit der Welt. Dann ist es, also alle Zeit der Welt auch nicht, da hat man auch einen Zeitdruck, aber es ist eine andere Sache, als wenn man im Produktionsprozess eingebunden ist. Und ihr seht, wie viel ich hier brauche vom Ton. Also wenn man nur so ein bisschen was da hat, ist das schwierig. Man braucht wirklich so einen Hobelton hier. Das war jetzt ein 2/3 ungefähr. Und es wird was übrig bleiben, aber so viel ist es nicht. Deswegen, man kann sich es noch mehr auffüllen, gerade hier vorne, da werde ich viel brauchen, da wird es auf die Höhe hier kommen, also das hier.
Allerdings, wenn man den Luxus hat und Ton ist jetzt nicht teuer, dann finde ich das die schönere Variante. Weil die Hölzer, die können auch immer einem das Modell kaputt machen. So, in dem Stadium müsst ihr es noch nicht komplett ausmodellieren. Es geht jetzt erstmal darum, die Trennlinie zu etablieren. Und dann arbeitet man sich immer feiner vor. Es müssen auch noch Kies rein. Und dann muss alles versäubert werden. Also es ist ein längeres Prozesschen hier. Ich mag es immer, wenn man recht scharfe Kanten hat, weil ich finde, sie fungieren gleichzeitig als Lockpoints für die Form. Es ist einfacher, als wenn man hier eine runde Form hat und dann rutscht alles so ein bisschen. Da finde ich harte Kanten sehr viel hilfreicher. So, hier einmal, wo wir gerade sind. Das hier ist jetzt unsere große Fläche. Mit der bin ich erstmal technisch zufrieden. Die muss ausgearbeitet werden. Ich weiß, dass ich hier einen Unterzug habe. Das ist aber egal. Dadurch, dass ich es weiß und mich entschlossen habe, mit was ich es ausgieße und wie ich die Form baue, kann ich den nachher überbrücken. Aber wir müssen es wissen. So. Hier in den Fingern, da passiert noch ganz viel. Das ist noch sehr wild. Wir sehen, dass das alles nur reingedrückt ist. Das muss sauber gemacht werden. Und hier die Seite ist der Grundaufbau. Wenn man es mal von hier sieht, sieht man, wie viel Ton hier verarbeitet wurde. Also das ist fast ein ganzer Hobel, also auf jeden Fall über einen halben. Und da müssen wir auch nachher aufpassen, das ist auch eine Challenge. Der Formbau dauert ja ein bisschen. Das heißt, ich mache hier mehrere Schichten Silikon drauf, das wird einen Tag dauern und dann am nächsten Tag wird man frühestens die Gipsschale machen. Das heißt, der darf nicht zu stark austrocknen, damit der mir hier nicht bricht. Das heißt, den müssen wir auch einpacken. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. So, ich mag es persönlich nicht, sich so Trichter zu bilden. Das heißt, wir hatten ja hier eben mehr Material, dass es hier schräg lief. Deswegen ziehe ich mir das jetzt hier raus, weil ich möchte, dass die alle gerade sind. Hier geht es natürlich nicht und hier auch nur bedingt. Hier muss ich mir auch noch was rausnehmen. Aber sonst hat man hier so einen dicken, also hier würde sich alles auffüllen und auf der anderen Seite ist es dann zu schräg, da läuft dann zu viel runter. Und ich mag das, wenn das einfach gerade ist. Und möglicherweise gebe ich mir jetzt natürlich auch noch mehr Mühe, als wenn man es sonst bauen würde und würde dann sagen, naja, komm, das passt schon irgendwie. Ne? Ich habe es eilig, muss morgen fertig sein. Verwirklichen wir uns nicht. Aber je mehr Zeit man in so eine Form steckt, desto einfacher ist es nachher, sie auch auszugießen, weil sie im Idealfall einfach besser wird und besser schließt. Und gerade bei Prosthetics, das halt natürlich auch bei Dummies, eigentlich bei allen Sachen, muss man auch weniger nachbearbeiten. Dann geht es da wieder schneller und es sieht aber auch besser aus. So, jetzt haben wir uns hier eine relativ gerade Fläche gebaut und jetzt haben wir folgendes Problem. Wenn ich mir jetzt hier einen Key reinmache, ich kann das mal kurz tun. So, ich habe mir hier einen Key reingebaut und ich möchte, dass die Form schließt. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob dieser Key ineinander rastet oder nicht. Das heißt, ich weiß einfach nicht, verdrückt sich hier meine Form oder ist die Form wirklich geschlossen? Hier außen habe ich eine Kontrolle darüber, weil ich es von außen sehe, ob die Form wirklich zu ist oder nicht. Hier habe ich die leider nicht. Das heißt, ich würde mir hier in der Form keine Keys hinmachen. Aber ich möchte auch nicht diese große Fläche haben, in der ich nicht weiß, was passiert. Deswegen versuchen wir jetzt, hier uns noch ein bisschen mehr rauszunehmen. So, jetzt haben wir uns schon mal die Fläche ein bisschen minimiert. Wir haben uns hier das ganze Stück weggenommen. Ist immer noch nicht ideal.
Aber ab einem gewissen Punkt muss man damit leben, weil sonst hätten wir einfach nur eine wesentlich komplexere Form bauen müssen. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Da ich weiß, dass das hier alles nachbearbeitet wird, ist das in Ordnung. Selbst wenn wir hier einen etwas dickeren Rand hätten, würde es für das Gesamtergebnis keinen Unterschied machen. Und deswegen ist es auch für den Kunden dann am gewissen Punkt so, dass man sich überlegen muss, wie viel Zeit will ich in die Form stecken, weil das wird ja alles bezahlt. In irgendeiner Form jedenfalls. Und mache ich einen 5-tägigen Formbau, hat es einen anderen Kostenfaktor, als mache ich einen 2-tägigen Formbau. Und das sind so Punkte, die muss man sich überlegen. Wenn man was für sich alleine baut, ist das eine ganz andere Sache. Aber in dem Moment, wo man Auftragsarbeiten macht, muss man sich überlegen, wie viel Zeit kann ich reinstecken und wie viel muss ich meinem Kunden berechnen. Und dann ist nachher die Frage, zahlt der Kunde das? Und dann muss ich der Formbau, also man kann ja nachher nicht sagen, komm, hier total krass, ich mache eine Jacket Mold mit Injection und meinetwegen hydraulisch und alles. Und dann sagt er, aber 10.000 Euro zahle ich dir nicht für die Form, ich zahle dir 2.000 oder 1.500, keine Ahnung. Dann muss man sagen, okay, dann kriegst du nicht das. Und da muss man auch ehrlich bleiben, wenn die Leute dann nämlich trotzdem dann die krasse Form kriegen, dann bucht nachher keiner die teuren. Und dann muss man einen anderen Formbau auch machen. Man muss dann auch tatsächlich ein anderes Produkt abliefern. Man muss dann sagen, gut, ich baue es in 2 Tagen. Und dementsprechend ist es dann günstiger. Dafür hast du eventuell ein bisschen mehr Arbeit beim Nachbearbeiten. Und wiederum gesagt, wenn ihr das für euch macht, müsst ihr euch vorher überlegen, was ist euer Budget, was ist der Zeitfaktor. Mache ich es für mich privat, weil ich Spaß dran habe, verkaufe ich es, dann muss man wieder einen Stundenlohn reinrechnen. Also hat ganz viele Facetten so ein Formbau. Deswegen würde ich auch nicht immer, sobald man irgendwas sieht, wo man sagt, ja, das ist aber nicht schön geworden, hat wahrscheinlich eine Story dahinter. Es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum das nicht so schön geworden ist. Und selten ist es der Fall, dass die Leute keine Ahnung haben, sondern meistens ist es einfach der Kosten-Nutzen-Faktor. So. Es gibt ganz viele, die jetzt hier das nochmal sich glatt ziehen würden mit einem Pinsel und Wasser. Mag ich nicht, weil alle Pinsel, egal wie fein sie sind, hinterlassen so kleine Rillen hier drin. Und ich finde, dass das so glatt genug ist. Aber man kann es natürlich tun. Ich kann euch gleich auch noch einmal zeigen, was ich meine. Noch schöner wird es, wenn ihr keine Handschuhe tragt. Aber über die Jahre mit dem ganzen Zeug hier muss man einfach ein bisschen aufpassen. Das ist da auch wieder der Unterschied, baue ich eine Form oder baue ich 100 Formen im Leben. Da muss man auch ein bisschen gucken, dass man sich die Hände nicht kaputt macht. Deswegen versuche ich bei fast allen Arbeiten Handschuhe zu tragen. Gelingt mir nicht immer. So, hier wollen wir das Ganze schön flach runterdrücken. Und wie gesagt, ich kann hier auf das Modell raufgehen. Wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr von vornherein vorsichtiger arbeiten. Genau, und jetzt geht es hier darum, das Material hier runterzuholen und die Linie hier so gerade wie möglich zu haben. Ihr wollt nicht, dass hier praktisch, wenn das hier unser Modell wäre, lass uns mal das machen, und zack, hier, das wäre unser Modell, und ihr geht rein und macht euch hier eine Kante nach unten. Das wollt ihr nicht. Ach, ihr seht es gar nicht. So. Genau, ihr wollt euch nicht hier eine Kante nach unten machen, weil auf der anderen Seite ihr dann da das Gegenstück hättet und hättet hier so einen spitzen, flapsigen Rand. Und da weiß man immer nicht genau, was macht der in der Form. So, und hier drin wäre jetzt ein Punkt, da würde auch ich mit dem Pinsel schon umgehen und ein bisschen Wasser, aber wirklich wenig. So, erstmal ohne Wasser und gucken, wie weit man kommt. Das reicht mir schon ohne Wasser. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben uns jetzt alles eingebettet. Ich bin mit der Linie sehr zufrieden. Können uns die ja nochmal hier angucken. Ich finde, wir kommen ganz gut hin. Haben schön gerade Flächen. Natürlich hier Mini-Macken sind drin, klar. Ganz ohne wird es nicht gehen. Das ist, dann bräuchte man noch mal viel länger. Aber jetzt würden wir erstmal uns die Kies für Silikon reinmachen.
Das wäre der erste Punkt. Und da gibt es verschiedene Techniken. Man kann sich die reindrücken. Ich bin nicht so ein Freund vom Reindrücken. Gerade bei so einer Form. Da würde man sich hier so ein Tool nehmen und würde einfach sich in einem Abstand die Keys reindrücken. Das hat zur Folge, dass wir hier Das hat zur Folge, dass man sich die hier manchmal verzieht. Dann muss man hingehen und sagen, gut, die Kante will ich nicht drin haben, die ist kontraproduktiv, die nehme ich mir wieder raus. So, man geht dann einmal über die Keys rüber. Ich finde auch, dass sie innen nicht ganz so glatt sind und schön sind, wie man es gerne hätte. Nimmt man sich jetzt ein Metallkugeltool, bleibt der Ton gerne mal drin kleben. Das kann ich euch jetzt hier zeigen. Gehen auf der Seite und machen mit einem Kugeltool, das ist sowas hier, drücken uns das ein. Wenn wir rausgehen, klebt das dran, seht ihr das? Und dann versaut man sich das. Wollen wir auch nicht. Jetzt muss ich es außerdem auch wieder glatt ziehen. Nee, falsches Tool. Das ist aber mein Tool. So. Das wollen wir auch nicht. Jetzt kann man hingehen und sagen, na gut, ich finde das aber schön mit dem Kugeltool. Das ist irgendwie schön rund. Ich mache mir ein bisschen Babypuder drauf auf meine Form. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der Babypuder uns so ein bisschen den Bereich versaut. Den müssen wir uns dann schön runterziehen hier. So. Und dann kann man mit einem Kugeltool da lang gehen. Und ich drehe es wieder. Drückt es ein. Ja, klebt immer noch ein bisschen. War zu wenig Babypuder. So. Den finde ich schöner als die. Aber ich finde die Technik einfach ein bisschen blöd, dass das da immer drin festhängt. Mag ich nicht. So, was gibt es noch für Techniken? Wir können noch hier uns ein Tool nehmen. So ein Schlaufentool. Und nehmen uns das raus. Auch das nicht immer die beste Technik, funktioniert aber. Ich habe ein paar Leute gesehen und ich habe es noch nie selber gemacht, die setzen Murmeln ein. Wir werden mal ein Video drüber machen, wo wir das ausprobieren. Es hat aber den Nachteil, dass man diese Murmeln, also in meiner Welt hat es diesen Nachteil, dass man die einbetten muss. Also ich glaube nicht, also ich habe es jetzt oft gesehen, die Leute drücken die einfach nur rein, aber ich glaube, das führt zu anderen Problemen. Aber ja, das teste ich ein anderes Mal. Wir bleiben jetzt bei der Variante mit dem Holztool und drücken uns hier einmal Keys rein in das Ganze. Ich mache euch wieder ein bisschen weiter weg. So. Und ist für mich jetzt die beste und einfachste Variante. Auch hier passt auf, dass ihr nicht zu dicht an eurer Modellage seid, weil ihr das Material verdrückt. Und sonst kann es passieren, dass ihr euch hier den Ton hochdrückt und keine schöne Kante mehr habt. So wäre es in Ordnung für mich. Jetzt müssen wir das versäubern, dass wir da keine, wie nennt es sich, kein Grat haben. Also da muss man jetzt auch nicht panisch sein, wenn man sagt, mein Key ist nicht wunderschön. Das ist halt so wie mit den Kindern. Wenn es das eigene ist, liebt man es trotzdem. Was passiert jetzt mit der Gipsschale? Die braucht ja theoretisch auch Keys. Ich wage die Behauptung aufzustellen, dass wir bei so einer komplexen Form gar keine Keys benötigen würden. Aber um euch zu zeigen, was ich machen würde, zeige ich euch jetzt, wie ich hier Keys reinmachen würde auf einem einfachen Weg. Ich würde mir ein großes Schlaufentool nehmen, würde das an markante Punkte setzen und einen relativ tiefen Key machen. So. Und ich würde 4 Stück setzen. Ich kenne Leute, die machen davon dann auch 20, 30. Kann man natürlich tun.
Aber sie sollten in flache Punkte kommen. Ich würde jetzt nicht hier einen schräg reinsetzen, weil der einen Unterzug in der Gipsschale verursachen würde. Ne? Also, hier können wir noch einen hinsetzen. Und hier hinten können wir auch noch einen machen. Und achtet darauf, dass die gerade werden. Gerade wenn die Fläche ein bisschen schief ist. Die müssen von oben gerade sein. Und jetzt das gleiche Spiel. Wir ziehen uns hier wieder den Grad ab und arbeiten es wieder nach. Auch hier habt ihr eben gesehen, man bleibt mit dem Metall natürlich ein bisschen drauf hängen am Ton. Das heißt, man könnte danach, aber dadurch, dass sie so groß sind, kann man das auch, danach nochmal vorsichtig mit dem Finger reingehen und sich die Mitte zurechtziehen. Alles, was jetzt hier drin ist, das werden nachher harte Kies. Das ist nachher Gips. Das heißt, die sollten natürlich wirklich gerade sein. Man kann sie nachher nochmal nachschleifen, aber schöner ist natürlich, man fässt sie gar nicht mehr an. So, und das hier ist die Einbetttechnik für eure zweiteilige Form. So würden wir jetzt das einbetten. Ich würde jetzt nichts isolieren. Ich würde mir jetzt nur noch die Ränder glatt schneiden. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Aber ich räume kurz vorher auf. Okay, was wir jetzt noch machen ist, wir schneiden uns unsere Form etwas zurecht, damit wir hier nicht so eine Kante haben, wo wir nachher nicht wissen, wo wir lang müssen. Und schneidet euch da nicht zu viel weg. Ihr könnt das auch mit einem Metalltool machen, hier sowas, das geht auch. Ich nehme persönlich dafür lieber einen Cutter, weil ich finde, er schneidet einfach nochmal schöner rein. Hier drückt es einfach zurück, geht einmal rüber und fein ist es. Hier, wenn wir uns da so ein Stück rausgenommen haben, setzen wir das einfach wieder ein. Und dann macht euren Ton direkt wieder zu. Klappt das schön ein. Und hier gehen wir jetzt mit Küchenroller rüber. Reißt euch die in Stücke. Nehmt euch eine Wasserflasche. Die scharfe Kante kommt nach oben. Und klappt es euch schön hier ran. Ich zeige euch gleich warum. Aufpassen, dass nichts oben rüber guckt. Und geht einmal komplett so rum. Gut. Jetzt haben wir das einmal komplett eingepackt. Und um jetzt das Austrocknen zu verhindern, über einen längeren Zeitraum, nehmen wir Frischhaltefolie. Ihr müsst nicht in einem drumherum. Nicht nötig. Könnt ihr aber machen. Wir wollen sie nicht oben drauf haben. Das heißt, legt sie locker hin. Dass ihr jetzt nicht versucht, sie richtig festzuziehen wie Stretchfolie. Und jetzt gehen wir hier ran und ziehen die unseren Positionen und drücken die uns danach fest. So, die Form hier geht relativ zügig. Wir haben keinen Hochsommer, das heißt, die würde eh wahrscheinlich nicht austrocknen. Aber so ist es man noch mal ein bisschen auf Nummer sicher. Wenn es dann doch über Nacht ist oder man am nächsten Tag nicht gleich dazu kommt, was man natürlich sollte. Gut, ich denke, ich werde das Video teilen und gleich das zweite machen, wo wir das Silikon auftragen und dann die Gipsschalen machen. Ich glaube, sonst wird das einfach zu lang. Wir gucken mal. Wenn es doch ein Video ist, dann habe ich das hier rausgeschnitten und ihr wisst nicht, dass ich es gesagt habe. Cool. Dann bis gleich.